Gibt es Events, wo man Server-Shouts bekommt? Ja. Gab schon einige Events, wo man Server-Shout bekommt. Auf Borodeng habe ich einige Server-Shouts. Aber auf Borodeng bringen sie mir nichts. Borodeng ist ja ein Dorf verglichen mit FW. G. Man sollte halt irgendwie zumindest einmal pro Stunde oder so die Möglichkeit haben, einen Gratis-Server-Shout abzusetzen. Dann müssten sie die uns gar nicht gratis in Events packen. Oder sagen wir alle 10 Minuten? Höchstens 60. Also Minimum einmal die Stunde, würde ich sagen, sollte man es machen dürfen. Minimum einmal die Stunde, im besten Fall 6-mal. Aber gut, wenn es so oft wäre, dann würde keiner mehr Server-Shout kaufen. Zwischen 30 und 60 Minuten wäre es wahrscheinlich am fairsten. Oder halt mit einem Tageslimit. Alle 10 Minuten, aber dafür nur 5-mal am Tag. Oh, und dann kommt wieder Battle Pass. Aber nur, wenn du den Battle Pass hast. Ja, das wäre schon cool. Also Shouten ist schon wichtig und das Ding ist halt, früher in FlyFPC war Shout so günstig. Was hat dann 30 Tage Full-Shout gekostet? 700, ich glaube nicht mal, 450 oder so. Früher war das halt einfach selbstverständlich, dass wenn du wirklich mal shouten willst, dann kaufst du dir einfach einen Full-Shout und dann auch meistens direkt für 30 Tage. Dann kannst du shouten, bis der Arzt kommt. Das ist jetzt halt schon ein bisschen sehr anti-Free-to-Play, beziehungsweise auch anti-Low-Level. Ein Low-Level-Spieler jetzt natürlich auch weder seine F-Coins noch sein Penya für sowas wie Shouten ausgeben will, aber vor allem auf Borodeng, wenn jemand was nicht im Shop hat und es sind dann trotzdem ein paar Leute online, würde ein Shout vielleicht dafür sorgen, dass du doch was findest, was du suchst, aber ist auch immer ein bisschen riskant halt, ja. Weil wenn sich dann keiner meldet, hast du halt wirklich einfach Geld weggeschmissen. Das stört mich halt auch so beim Shout. Grundsätzlich sehe ich schon ein, dass es manchmal besser wäre, einen zu benutzen, aber dann denke ich mir immer, ich habe immer den Hintergedanken, das liegt vor allem daran, dass ich geizig bin, ich weiß. Aber ich habe immer den Hintergedanken, ja, aber was, wenn sich jetzt keiner meldet? Dann habe ich ja einfach 10 F-Coin weggeschmissen, ist gleich so und so viele Millionen Penya. Sind einfach weg. Und tatsächlich gab es ja am Anfang vom FEC dieses Jahr beim Spring Shop Event, meine ich, glaube ich zumindest, gab es das Server-Shout. Und ich hatte die ja benutzt, ich weiß gar nicht mehr wofür, ich hatte irgendwas gedroppt oder so. Ja, ich hatte irgendwas gedroppt und habe da auch Server-Shout benutzt und es hat sich niemand gemeldet. Auf dem FEC. Das haben wahrscheinlich weit über 1000 Leute gesehen. Und keiner hat sich gemeldet. Und das ist dann halt wirklich so, wo ich mir denke, ja Bro, dann brauche ich es halt auch nicht. Was bringt mir das dann? Natürlich, meistens meldet sich jemand. Achso, beziehungsweise sie melden sich ja und machen dann übelst die Lowball-Offer. Zugegebenermaßen. Dass sich niemand gemeldet hat, wahrscheinlich nicht, aber es waren halt Lowball-Offer, die man dann einfach ignoriert hat. Was im Endeffekt das gleiche ist, wie wenn sich niemand Vernünftiges meldet. Aber ja. So ein Gratis-Shout bis zu 5-mal am Tag, alle 10 Minuten oder so, das wäre eigentlich echt Knorke. Wie Cheer halt so ähnlich vom Prinzip her. Mit Online-Zeit sammelst du die Berechtigung. Der hat mich einfach mit 18k gewone-shottet. Ach so. So viel zum Thema Golden Luck. Mit 18,8k hat er mich einfach gewone-shottet.